Seit über 2 Jahrzehnten bietet Counter-Strike ein erstklassig kompetitives Erlebnis auf dem PC, geformt von Millionen von Spielern weltweit. Jetzt beginnt das nächste Kapitel der Counter-Strike-Geschichte. Das ist Counter-Strike für die Dreamcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Adaption, dem Format, das sich den spannenden Portierungen und Umsetzungen von Videospielen widmet. Auf geht's! In meinem letzten Video zur verlorenen Version von Half-Life berichtete ich darüber, dass Valve eigentlich mit der Dreamcast-Version von Half-Life einen Multiplayer versprach, den sie jedoch nie umsetzen konnten. Dank einer Portierung der Spiele-Engine Xesh 3D ist es jetzt möglich, die PC-Version von Half-Life inklusive Multiplayer auf der Dreamcast zu spielen. Und nicht nur das, auch Counter-Strike in der Version 1.6 läuft. Hinter der Portierung steckt der Entwickler Maxim Quad. Ich konnte ihm ein paar Fragen stellen und mit ihm über seine Motivation sprechen, Counter-Strike und Half-Life auf die Dreamcast zu bringen. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns nochmal an, welches Versprechen Valve damals eigentlich machte. Tatsächlich gab es von Sierra Pläne, den Multiplayer-Modus später als separate CD nachzuliefern. Diese CD hätte neben Half-Life Deathmatch auch Counter-Strike und Team Fortress enthalten sollen. Die Geschichte von Half-Life auf der Dreamcast war also nur vorerst abgeschlossen. Durch die Portierung von Xesh 3D beginnt jetzt ein neues Kapitel. Aber was genau ist Xesh 3D? Da Valve den Quellcode der Gold Source Engine nie veröffentlicht hat, wurde die Engine reverse engineert, nachgebaut und als Open Source bereitgestellt. Anschließend hat der Entwickler Maxim dann den Fork von Xesh 3D FWGS auf die Dreamcast portiert. Das eröffnet die Tür für mehr als nur Counter-Strike und Half-Life. Auch andere Gold Source Spiele können so ihren Weg auf die Dreamcast finden. Xesh 3D bringt unter anderem viele Verbesserungen mit sich. Bugfixes, bessere Stabilität und Optimierung speziell für schwächere Hardware. Und dann natürlich der Multiplayer-Support, sogar plattformübergreifend. Ja, du hast richtig gehört, Counter-Strike auf der Dreamcast könnte theoretisch cross-plattformfähig sein. Dank all diesen Vorteilen ist Xesh 3D die ideale Grundlage für eine Version, die womöglich besser läuft als das, was Valve ursprünglich plante. Laut Entwickler begann die Portierung von Xesh im August 2024. Erste Screenshots tauchten im September im Discord auf. Im November wurden die ersten Multiplayer-Tests mit Half-Life Deathmatch im Emulator durchgeführt. Denn anfangs lief die Portierung nur mit 32 MB RAM. Originale Dreamcast-Hardware hat aber nur 16 MB RAM. Im Januar 2025 wurde es dann richtig spannend. Der erste funktionierende Client von Counter-Strike 1.6 wurde vorgestellt. Ich konnte beide Spiele bereits selbst testen und ja, sie laufen. Aber es gibt noch Optimierungspotenzial. Die Dreamcast nutzt eine SH4 CPU mit einer speziellen Floating Point Unit, die mathematische Berechnungen beschleunigt. Allerdings wurde Half-Life ursprünglich für x86-Prozessoren entwickelt, was viele Operationen auf der Dreamcast unnötig ausbremst. Hier kann natürlich durch Umschreiben des C-Codes in SH4-Assembler einiges rausgeholt werden für bessere Performance und stabilere Frameraten. Momentan haben beide Spiele aber noch mit Speicherproblemen und Frame-Drops zu kämpfen. In Gefechten kann die Bildrate schnell von 50 auf 35 und dann sogar auf 15 FPS einbrechen. Diese Erfahrung musste mein Kontrahent schmerzhaft am eigenen Leib machen. Ja, aber ist geil. Mit Scope, du kriegst original im Scope hast du 60 PS, auch beim Rennen. Ja, gell? Find ich total krass eigentlich, dass das so gut läuft. Aber wenn ich normal renne... Ohne Scope meinst du jetzt? Alter, da hast du nicht... Ja, im Scope, ja, ganz klar. Einfach nur im Scope spielen. Auch der vollständige Map-Pool von Counter-Strike ist noch nicht verfügbar. Da große Karten viel RAM brauchen, kommt es hier natürlich oft zu Speicherengpässen. Darum wurden diese Maps außen vor gelassen. Ich selbst konnte mir ein Bild von DE Dust und DE Train machen. Bei den Maps, die verfügbar waren, gab es nur eine Lösung. Die Engine-Protokollgrenze wurde gesenkt, allerdings auf Kosten der Kompatibilität. Die Dreamcast-Version ist daher aktuell nicht mit PC Xesh 3D-Servern kompatibel. Auch die Spieleranzahl im Multiplayer musste angepasst werden. Während Xesh 3D auf dem PC bis zu 32 Spieler erlaubt, sind es auf der Dreamcast maximal 10.
Ich konnte übrigens schon ein Online-Match mit einem Kollegen aus dem Sega City Forum spielen. Zwar nur ein 1 gegen 1, aber dies war schon ziemlich vielversprechend. Ey, dir ist schon klar, dass du die Bombe legen musst, gell? Ja, das mache ich gerade. Ich hab's ja raus. Naja, Vielen Dank, cool. dass du mir verraten hast, wo du bist. Falls ihr also mehr über unser Netzwerk erfahren wollt, in der Videobeschreibung findet ihr Links zum Sega City Forum und zum Discord dedicated to Sega. Du Scheißkerl. Nein, in die Falle laufe ich nicht. Nein, Nachladen! Ey Junge, ich hab halt nur noch 19 Schuss oder so. What the fuck? Ah, hinten. Ja, krass. Der Sound war einfach vor mir. Kerl, komm ich. Ich häng. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, wirklich? Du machst aber irgendwie komische Moves gerade. Er messert die ganze Zeit. Ja, ich stell mich mal rein. What the fuck? Half-Life hingegen befindet sich derzeit noch in einem frühen Stadium. Aktuell sind 3 Kapitel spielbar. Die Intro-Sequenz in der Tram nutze ich besonders gerne für Vergleichstests. Auch wenn die Bildrate schwankt, die Texturen sind deutlich besser als im ursprünglichen Port. Es ist auf jeden Fall vielversprechend. Übrigens, auch der Multiplayer von Half-Life funktioniert bereits. Der Entwickler hat große Pläne. Neben Counter-Strike und Half-Life möchte er auch weitere Gold Source-Spiele auf die Dreamcast bringen, darunter den kürzlich rückentwickelten Client von Team Fortress Classic. Langfristig könnte laut Entwickler so etwas wie eine Orange Box für Dreamcast entstehen, also ein Paket mit mehreren Gold Source-Klassikern aus dieser Ära. Ob das wirklich passiert, bleibt aber abzuwarten. Aber eins ist jedenfalls sicher, dank dem Entwickler Maxim und Xesh 3D wird die Geschichte von Half-Life und Counter-Strike auf der Dreamcast weitergeschrieben. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da, kommentiert, um den Algorithmus zu füttern und helft mir, diesen Kanal wachsen zu lassen. Ich danke allen, die mich bisher unterstützt haben. Euer Feedback auf mein letztes Video war wirklich überwältigend. Danke dafür. Bis dahin, bleibt neugierig und spielt Retro. Ciao.